Hallo, ich bin Clemens von Exocad. In diesem Videotutorial möchten wir dir zeigen, wie du die neue Funktion der intraoralen Kamera nutzen kannst, welche wir mit DentalCut 3.1 Rijeka eingeführt haben. Bevor wir den Fall Schritt für Schritt durchgehen, beachte bitte, dass die folgenden Voraussetzungen erforderlich sind. Erstens, die Scandaten müssen in einem restaurativen Fall angelegt sowie durch einen iTero Element 5D Intraoralscanner erfasst werden. Zweitens, der Fall muss über den iTero Exocad Connector empfangen werden. Und drittens, der Empfänger benötigt die Version DentalCut 3.1 Rijeka. Nachdem wir das Design gestartet haben, bestätigen wir die ersten beiden Schritte mit Weiter, um in den Schritt Präparationsgrenze erkennen zu gelangen. Automatisch wird das neue Werkzeug angezeigt und du kannst es frei auf dem Bildschirm bewegen. Sowohl die 2D-Fotos als auch die NIRI-Bilder werden unter dem Kamerafenster angezeigt. Mit einem Klick auf eines der Bilder kannst du es vergrößern. Bewegst du den Mauszeiger über das 3D-Modell, stellt der Viewer automatisch das entsprechende Bild dar. Mit einem weiteren Klick kannst du das Bild wieder verkleinern. Randlinienverfolgung. Jetzt kannst du die Randlinie direkt auf dem 2D-Bild anzeichnen. Dazu hältst du die Steuerungstaste gedrückt und klickst mit der linken Maustaste, um weitere Punkte zur Randlinie hinzuzufügen. Zusätzlich zu deinem Mauszeiger auf dem Bild wird ein grüner Punkt auf dem 3D-Modell angezeigt, der deine Position widerspiegelt. Mit Steuerung und einem Rechtsklick kannst du zur besseren Orientierung die Ansicht drehen und letztlich mit einem Doppelklick die Auswahl schließen. Wenn du das Menü erweiterst, erhältst du weitere Ausmalmöglichkeiten. Hier kannst du wählen, ob du die Bilder für beide Kiefer sehen möchtest oder dich auf einen der beiden Kiefer fokussierst. Außerdem kannst du mit dem Schieberegler die Helligkeit für NIRI-Bilder nach deinen Vorlieben einstellen. Eine weitere tolle Ansicht bietet dir die Möglichkeit, die Bilder direkt in 3D anzeigen zu lassen. Augenblicklich überlagern die Bilder das 3D-Modell, vorausgesetzt, der Winkel steht in den aufgezeichneten Daten zur Verfügung. Mit dieser Technologie ist es nun möglich, die Zahnstruktur zu visualisieren, insbesondere den Zahnschmelz und das Dentin. Auch die Transluzenz des Nachbarzahns und die Farbe des Stumpfes werden detailliert dargestellt, was einen echten Mehrwert bedeutet, da du so zusätzliche Informationen erhältst, die dich in deinem Design und der Wahl des geeigneten Materials unterstützen. Tastenkombination. Wir haben spezielle Kurztasten für dieses Tool eingerichtet. Um sie zu sehen, halte deinen Mauszeiger einfach für einen Moment über eines der Bilder und ein Hinweis erscheint. Steuerung H zum Beispiel, um die Position eines aussagekräftigen Bildes einzufrieren. Und mit Steuerung Umschalt M kannst du das Bild in einem separaten Fenster in Originalgröße öffnen. Nun konntest du viele großartige neue Möglichkeiten kennenlernen, welche die Funktion für deine tägliche Routine bereithält. Ich hoffe, es ist uns auch gelungen, den Mehrwert eines iTero-Scans für das Labor deutlich machen zu können, da jetzt zusätzlich zu einem präzisen Scan wertvolle Informationen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel die Transluzenz und Farbe der Nachbarzähne und innovative Werkzeuge bei der Randlinienbestimmung genutzt werden können. Wir hoffen, dass dir dieses Videotutorial gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.